SimLab erweitert sein Portfolio und betritt mit dem Pedalset XP1 Load Cell den hart umkämpften Markt der Pedalanbieter. Alles über die neuen SimLab-Pedale erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Die Pedale wurden von SimLab als Testmuster zur Verfügung gestellt, um diese für euch reviewen zu können. Weiters stehen diese Pedale in nächster Zeit in meinem Testcenter zur Verfügung. Buchen und besuchen heißt die Devise, wenn ihr die neuen SimLab-Pedale und tonnenweise anderer Simracing-Peripherie selbst testen und meine Beratung in Anspruch nehmen möchtet. Es gibt keine Anforderungen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Partnerprogramms des Anbieters. Doch nun kann es losgehen. Beginnen wir mit dem Unternehmen. SimLab kennt ihr aus zahlreichen Reviews in meinem Kanal. Klickt auf Videos und holt die entsprechenden Rig-Reviews nach, wie erst kürzlich das Testvideo zum SimLab GT1 Pro. Zusätzlich habe ich euch Videos rund um das SimLab Grid Wheel und die hauseigene Handbremse oder den Push-Pull-Shifter näher gebracht. Kapitel Nummer 1: Der Preis. Das Pedalset XP1 Load Cell, so lautet die offizielle Produktbezeichnung, ist modular erhältlich. Ich teste heute für euch die Kombination aus Gaspedal und Bremse, somit ein Zwei-Weg-Pedalset, welches Stand Oktober 2023 inklusive Steuer mit knapp 500 € zu Buche schlägt. Die Preise fürs Dreiweg-Set oder die Kupplung als Standalone-Version entnehmt bitte der Homepage, über welche ihr eure Wunschkombination frei wählen, frei zusammenstellen könnt. Nächstes Kapitel: der Lieferumfang. Die Pedale kommen sauber verpackt in einer wirklich schönen Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Im Lieferumfang mit bei sind Gas- und Bremspedal und dazugehörige Materialien für die Montage am Rig. Ein USB-Kabel und Montagematerial sind beigepackt, genauso wie Austauschelastomere, eine Austauschfeder. Weiter geht's mit dem Kapitel Kompatibilität und die Montage. Das Pedalset ist mit dem PC kompatibel und wird über USB mit dem Computer verbunden. Es gibt derzeit keine Konsolenkompatibilität, Stand Oktober 2023. Die Pedale werden direkt an das Rig, in diesem Test ein SimLab GT1 Pro, geschraubt. Gleiches gilt für die kleine Controllerbox, welche frei am Rig positioniert werden kann. Weiter geht's mit den Einstellungen. Schauen wir uns dies am besten live und direkt an und ich zeige euch, welche Möglichkeiten es mit diesen XP1 Pedalen gibt. In Sachen Verstellmöglichkeiten habt ihr Parallelen zwischen Bremspedal und Gaspedal. Ihr könnt über diese Schrauben, das seht ihr hier seitlich, einmal hier auf der Unterseite und eben auf der anderen Seite ebenso den Anstellwinkel eurer Pedale verändern. Das heißt, ihr könnt die so ans Rig bringen, in einem neutralen Anstellwinkel oder entsprechend nach hinten geneigt oder einen leicht negativen Winkel. Das könnt ihr hier gut über diese Konstruktion erkennen. Eine weitere Möglichkeit, die ihr habt, gucken wir uns das hier beim Gaspedal an. Generell bei der Montage, ihr seht, über diese Brackets habt ihr Langlöcher sozusagen, über die ihr die Pedale dann an eure Pedalplatte des Rigs bringen könnt und entsprechend über diese Distanz wunderbar in der Länge über mehrere Zentimeter sliden könnt. Eine weitere Möglichkeit, die du hast, ist der Endanschlag, diesen mechanisch einzustellen mit dieser Schraube und entsprechender Kontermutter. Wenn du diese jetzt entsprechend weit nach außen drehst, nehmen wir diesen Zustand an, kannst du jetzt hier das Gaspedal über einen langen Weg betätigen. Das kannst du hier gut erkennen, hier über mehrere Zentimeter. Und wenn du jetzt diesen Anschlag weiter nach innen hineindrehst, dann wird entsprechend dein Pedalweg begrenzt. Ich glaube, den Unterschied, den könnt ihr hier wunderbar erkennen. Vergesst bei diesen Einstellungen nicht, dies auch immer dann mit der Kontermutter zu fixieren und im Anschluss in der Software, in der Race Director Software zu kalibrieren. Nach jeder mechanischen Änderung solltest du dies unbedingt machen. Ich habe hier jetzt so einen mittleren Weg gewählt. Eine weitere mechanische Einstellungsmöglichkeit, die du hast, ist hier über diese seitlichen Schrauben
hier und auf der gegenüberliegenden Seite. Du löst diese beiden Schrauben und dann über dieses kleine feine Langloch kannst du dann entsprechend nochmal den Winkel jetzt rein von der Pedalplatte hier verstellen, deinen Bedürfnissen anpassen. Auch diese Möglichkeit ist gegeben. Nächste Einstellungsmöglichkeit, die du hast, ist über dieses Lochbild hier deine Pedalplatte nochmal hier um, was ist das, so einen Zentimeter weiter nach oben zu setzen. Da muss ich jetzt der Vollständigkeit halber sagen, selbst mit meinen großen Füßen komme ich hier nicht im Bereich einer Range, die für mich zu klein wäre. Das heißt, nur wenn du mega große Füße hast oder hier eine mega dicke Pedalplatte hier montierst, um höher raufzukommen, dann wirst du dies vermutlich nochmal eine Position nach oben schrauben wollen. Nächste Einstellungsmöglichkeit, die du hast, ist die Vorspannung. Was ist die Vorspannung? Wie viel Kraft benötigst du, um das Pedal aus der Ausgangslage in Richtung Endlage zu bewegen? Das heißt, ab diesem Moment hier. Kannst du jetzt hier diese Kontermutter und diese Mutter lösen und hier beispielsweise eine Vorspannung komplett rausnehmen. Das heißt, in der Ausgangsposition wird diese Feder kaum mehr komprimiert. Das heißt, leicht aus der Ausgangslage heraus und dann wird dieses Ding komprimiert und die Kraft steigt progressiv an. Oder du möchtest aus der Ausgangslage schon eine ordentliche Vorspannung hier drauf haben, dann hier mit der entsprechenden Schraube eben eine Vorspannung, das heißt eine Komprimierung bereits in der Ausgangslage auf die Feder bringen. Kontermutter drauf und wenn du jetzt aus der Ausgangslage raus möchtest, musst du bereits von Beginn an mehr Kraft aufwenden. Weitere Möglichkeit, die du hast, SimLab legt euch entsprechende Federn bei. Eine dünnere, eine dickere Feder, den Federntausch, den zeige ich euch. Das ist hier diese genormte Nevis Clamp, glaube ich, so heißt dieses Ding. Das funktioniert so, ihr klappt diese Spannhülse bzw. diese Überwurfhülse hier von dieser Konstruktion weg und dann könnt ihr es so seitlich. Das geht am besten, wenn ihr jetzt die Vorspannung komplett löst. Dann habt ihr keine Federvorspannung auf dem Pedal und alles ist hier schön locker. Dann könnt ihr diese Nevis Clamp hier lösen, diesen Bolzen hier rausziehen, das seht ihr hier. Und ab diesem Moment ist der Pedalarm lose und eure komplette Konstruktion hier ebenso. Jetzt könnt ihr dieses Ding, dieses Konstrukt komplett ausfädeln, schnappt euch dies und jetzt kannst du sehr einfach einen Federntausch vollziehen. Du siehst hier noch so eine Zentrierscheibe, die Feder rausgenommen. Hier in dem Fall hatte ich die stärkere Feder drinne und gebe hier jetzt eine schwächere, eine dünnere Feder draufgesteckt, Zentrierhülse drauf, eingebracht, Pedalarm gekippt, hier entsprechend zu den eingepressten Buchsen gesetzt, Bolzen drauf und verriegelt. Die Sache ist nahezu fertig und jetzt wichtig wiederum etwas eine Federvorspannung immer draufbringen, sonst hast du hier in der Ausgangslage so ein wackeliges Pedal, das möchtest du nicht. Das heißt, etwas Federvorspannung immer draufbringen, so mein Tipp, bis dies in der Ausgangslage solide ist und dann entsprechend die Kontermutter festziehen. Und jetzt hast du über die Feder ein weicheres Pedal am Start. Nächste Möglichkeit, die du hast, ist entsprechend einen Hebel zu verändern. Das heißt, den Hebel von deiner Pedalplatte zu diesem ganzen Konstrukt. Das heißt, hier hast du jetzt einen geringen Hebelweg, mehr Kraft oder einen größeren Hebelweg, wenn du hier nach unten setzt und entsprechend noch leichter wird sich dieses Pedal betätigen lassen. Das zeige ich euch auch jetzt hier schnell. Nochmal, die Federvorspannung am besten immer komplett lösen, wenn du einen Umbau angehst. Alles locker, dann tust du dir viel leichter beim Demontieren. Ausgefädelt. Jetzt hast du hier 3 eingepresste Buchsen, Messingbuchsen, einmal, zweimal, dreimal nach unten gesetzt, großer Hebelweg und weniger Kraft. Das heißt, hier sind wir am Start, ganz unten, wieder eingebracht, verriegelt, eine Vorspannung draufgebracht, Kontermutter gesetzt,
Und jetzt hast du noch ein leichteres Pedal durch den größeren Hebelweg am Start. Bei der Pedalplatte, wie bereits beim Gaspedal gezeigt, auch hier in das obere Lochbild möglich. Hier der entsprechende Winkel der Pedalplattenkonstruktion, auch der ist anpassbar, genau gleich wie beim Gaspedal. Über die Langlöcher entsprechend sliden an eurem Rig, wenn ihr mit Heel and Toe etwas versetzt unterwegs sein wollt. Auch hier absolut kein Problem, analog zum Gaspedal, ebenso dieser mechanische Endanschlag. Der einzige große Unterschied jetzt zum Gaspedal ist dieses Konstrukt, dieses Low-Cell-Konstrukt hier an der Bremse. Das kennt ihr aus meinem SimLab Handbrake Review. Es ist im Prinzip baugleich, nur noch etwas größer dimensioniert, aber von der Funktionsweise absolut gleich. Ihr habt auch wieder eine Vorspannung hier drauf, um dieses komplette Paket zu lösen. Hier die Kontermutter lösen, die entsprechende Mutter in diese Richtung schrauben, damit hier kaum eine Spannung, eine Vorspannung drauf habt. Dann könnt ihr wiederum die entsprechende Klemme relativ einfach lösen. Hier rausgezogen, entfernt. Und vorsichtig ist dies alles lose, dass euch hier nichts passiert oder ihr nicht versehentlich dieses Kabel der Low-Cell einklemmt. Und jetzt könnt ihr dieses komplette Low-Cell-Konstrukt entsprechend ausfädeln. Das habe ich euch genauestens gezeigt beim SimLab Handbrake Review. Guckt euch dies bei Bedarf nochmal an. Hier innenseitig drin ist die Low-Cell, hier verkabelt entsprechend. Wir kümmern uns jetzt nur um die Einstellmöglichkeiten, die ihr habt, und das sind folgende. SimLab legt euch entsprechende Federn bei. Ihr habt 1, 2, 3 Federn. Das könnt ihr hier gut erkennen. Eine dünne, eine dicke und eine mittlere Feder hier out of box verbaut. Und wie wir bereits gesprochen haben, habt ihr so ein Dual-Stage-Design. Das heißt, beim Komprimieren wird zuerst die Feder komprimiert und dann, wenn die Feder komprimiert wurde, geht dies über das Elastomer. Und auch beim Elastomer habt ihr die Möglichkeit zu wechseln. Ich zeige euch das, das geht in Sekundenschnelle. Ihr habt ein Elastomer. Ich habe jetzt im Test mal das härteste verbaut. 70er Shore-Härte. Ihr habt Originalzustand verbaut. Hier ein 60 Shore, da habt ihr diesen 60er hier aufgedruckt. Ihr habt mit dem Lieferumfang bei einen 50er, 50 Shore Härte und 40 Shore Härte. 40 Shore Härte klarerweise dann das weichste. Das spürt ihr auch, wenn ihr dies jetzt hier mit den Fingern komprimiert. Dies geht einfach mit den Fingern, und ein 70 Shore, das bekommt ihr mit den Fingern kaum mehr zusammengedrückt. Wenn du jetzt der Typ bist, der eher leicht auf der Bremse sein möchte mit genügend Weg, dann schnapp dir so ein 40er Shore. Wenn du der Typ bist, der kräftig auf der Bremse sein möchte, mit einem kurzen, knackigen Weg, bitte nicht hier so ein 40er Shore nehmen und dies wie verrückt komprimieren, um dieses Elastomer dann zu zerstören, sondern schnappe dir gleich ein entsprechend kräftigeres. Ich gehe jetzt so auf ich bin eher der Weichbremser, so würde ich mich beurteilen, auf dieses 50er Shore. Ich schnappe mir dieses 50er Shore, setze dies hier ein und dann einfach in umgekehrter Reihenfolge dies wieder zusammenbauen. Du hast diese Zentrieraufnahme hier, Pedalarm aufgeklappt. Ihr schnappt euch das entsprechende Gestänge und dann geht das Ganze zusammengebaut in umgekehrter Reihenfolge sehr einfach von der Hand. Jetzt die Möglichkeit, die ihr natürlich hier auch habt, wie bereits beim Gaspedal gezeigt, ihr habt diese eingepressten Messingbuchsen. Das heißt, wenig Hebelweg, kräftiges Pedal, mehr Hebelweg, leichteres Bremspedal. Was heißt dies für dich? Willst du die maximal möglichste Härte am Bremspedal haben, dann würdest du jetzt diese hier dickste Feder verbauen, du würdest das 70er Elastomer verbauen und du würdest deinen Arm auf die oberste Buchse mit dem geringsten Hebelweg setzen. Das wäre dein möglichst hartes Setup. Noch eine Option, die du hast, willst du nicht über dieses Dual-Stage-Design gehen, sprich du möchtest beim Betätigen deiner Bremse ohne Feder direkt an Elastomer gehen, dann kannst du diese Metallhülse hier direkt verbauen, um sozusagen diese Feder zu neutralisieren. Das heißt, die Kraft geht dir dann direkt übers Elastomer. Ich habe gesagt, ich bin so eher der mittelmäßig bis eher leichte Bremstyp. Für mich jetzt so ein 50er Shore, die mittlere Feder und eventuell hier so einen mittleren Hebelweg. Das wäre jetzt so ein Setting, das für mich
relativ angenehm ist. Im Ursprungszustand, wie bereits erwähnt, das 60er Shore verbaut, also eher kräftiger. Im Ursprungszustand kommt dieses Ding zu euch ins Haus geliefert. Jetzt den Bolzen wieder eingebracht, zugeklebt und auch hier wieder etwas an Vorspannung draufgebracht, dass ihr kein lockeres Bremspedal in der Ausgangslage habt. Das heißt, Schraube etwas in die Richtung, eine entsprechende Kontermutter dran gesetzt, festgezogen und die Party kann weitergehen. Und hier achtet bei den Umbauten immerzu auf euer Load-Cell-Kabel. Zurück von den Einstellungen, weiter geht's mit den technischen Details. Auch darüber möchte ich mit euch am liebsten live sprechen. Das Gaspedal bringt, messen wir dies hier live und direkt nach, um die 2 Kilogramm auf die Waage. Das Bremspedal ungefähr in dem gleichen Bereich 2130 Gramm. Ich möchte euch in diesem Kapitel auch jetzt kurz nochmal so diese Unterschiede zeigen, was denn so rumkommt. Nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv ermitteln. Wenn du dir jetzt hier dieses Gaspedal anguckst, wir haben im vorangegangenen Kapitel hier auf die leichtmöglichste Einstellung umgebaut. Dünnste Feder und hier den maximal größten möglichen Hebelweg in die untere Hülse. Dann hast du hier ein wirklich sehr leichtes, federleichtes Gaspedal am Start und das resultiert dann in so einem Kraftbereich von, ich messe euch das hier jetzt Mitte Pedalplatte ungefähr raus, um den Vergleich zu haben. Da sind wir jetzt in einem Kräfteverhältnis von, ich hoffe, ich bekomme dies auf die Cam, ihr seht dies im Bereich bis zur Endlage von 1600 Gramm, 1,6 Kilogramm. Und jetzt hier schnell nochmal gezeigt der Umbau, merken wir uns 1,6 Kilogramm, Vorspannung runter, Klemme ausgefädelt, Arm lösen, Paket rausgenommen, Feder gewechselt, einmal hier, einmal die kräftige Feder. Wieder zusammengesteckt, ihr seht, das geht wirklich in Sekunden on the fly. Und jetzt schnappen wir uns den kleinsten Hebelweg, das heißt die oberste eingepresste Buchse. Hier den Bolzen eingebracht, verriegelt, leichte Federvorspannung drauf. Dann spürt ihr auf den ersten Moment, ihr habt ein extrem kräftiges Gaspedal. So kräftig hatte ich noch nie ein Gaspedal. Jetzt rein subjektiv gesehen, ich messe das jetzt mal raus, im Rennstreckentest werden wir auch drüber sprechen. Und von 1,6 Kilogramm kommen wir jetzt hoch auf, Leute, ich muss hier aufpassen, dass ich mir nichts klemme, auf, wow, das geht in Richtung 10 Kilogramm an Gaspedal zur Endlage. Da habt ihr Einsteiger-Pedalsets, die bringen euch keine 10 Kilogramm an der Bremse. Was will ich damit sagen? Ihr habt mit diesem Pedalset die Möglichkeit von butterweich 1,6 Kilogramm am Gaspedal bis hoch zu extrem kräftigen 10 Kilogramm an dem Gaspedal für Grobmotoriker oder die es eben möchten, so ein kräftiges Gaspedal am Start zu haben, einzustellen. Das heißt eine mega große Bandbreite. Die weiteren technischen Details, das könnt ihr hier gut erkennen. Ihr habt eine Vollmetallkonstruktion, das heißt, ihr habt diese Side Brackets, dieses Gehäuse, alles dickes Vollmetall, Aluminium überwiegend, Pulver beschichtet, hier mit diesem Schriftzug, dann mit diesen entsprechenden Schrauben, edel gestalteten sozusagen Beilagscheiben, hier mit diesem Simlab Design. Ihr habt diese Eloxierungen passend zum Simlab Farblogo, diese Messingbuchsen, die hier eingepresst werden, um die Gleiteigenschaften hier zu gewährleisten. Hier drauf geguckt, es ist ein Polished Design, ihr habt diese Elektronik wunderbar verbaut über so einer innenliegenden Kappe und dann seht ihr auch hier die entsprechenden Anschlüsse. Das sind diese Telefonbuchsen ähnlichen Anschlüsse für die ganze Elektronik. Frontseitig nochmal hier edelblau eloxiert diese Kontermutter für den Endanschlag. Ihr seht hier sauber gelagert entsprechend die Pedalarme rückseitig, auch hier mit eingepressten Messingbuchsen. Beim Bremspedal das gleiche, sehr edle, sehr saubere Verarbeitung, alles aus Vollmetall, ein Polished Design. Das kennt ihr nochmal von dem Simlab Handbrake Review. Hier
gleiches Farbschema, gleiche Ausstattung, in diesem Fall in Sachen Load-Cell, eine 200 Kilogramm Load-Cell, die ihr üblicherweise selbst als extrem harte Bremse nicht ansatzweise ausreizen könnt. Und auch hier wiederum der entsprechende Kabelanschluss. In Sachen Kabelanschluss, da gibt es eben diese kleine Elektronik-Control-Box mit bei. Das könnt ihr hier gut erkennen. Und hier wird dann eben entsprechend das Gaspedal mit den beiliegenden Kabel hier bei Throttle, Brake bei Bremse und wenn ihr eine Clutch habt, bei Kupplung hier verbunden. Externe Anschlüsse wären auch möglich, dass ihr hier direkt über die Box dann beispielsweise mit dem Shifter, Push-Pull-Shifter oder mit dieser SimLab Handbrake rangeht. USB-Anschluss, kein USB-C, sondern dieser USB, Leute helft mir, wie heißt dieser USB-B, USB-A-Anschluss? Da müsst ihr auf seitenrichtiges Anstecken unbedingt achten. Und diese Controlbox könnt ihr dann hier in Nähe eurer Pedale oder unterseitig der Pedalplatte verschrauben. Ich habe dies so stirnseitig an mein GT1 Pro SimLab Rig der Pedalplatte verbaut. Abmessungen bin ich euch noch schuldig. Ihr habt eine Bauhöhe jetzt auf der unteren Position der Pedalplatte von 265 mm bis Oberkante entsprechend. Wenn ihr dies um, was ist das, so einen 1,5 cm hochsetzt, dann seid ihr bei 280, sprich hier oben gelandet. Pedalplatten, frontseitig selbes Design, 70 x 100, hier entsprechend noch mit so einer Ausnehmung und dem aufgedruckten SimLab Schriftzug. Ihr seht eine massive Konstruktion, hier etwas schmäler, hier klassisch etwas auseinandergehend und wieder schmäler zusammen. Das könnt ihr hier gut erkennen, auch Vollmetall, hier von 7 mm bis hier in der Mitte sind wir bei über 1 cm Dicke gelandet. Zu den sämtlichen anderen Baudicken, das könnt ihr hier selbst erkennen, hier ein massives Gussdesign dieser Pedalarme, entsprechend eingepresste Messingbuchsen hier und auch diese entsprechenden Flanschplatten seitlich zur Aufnahme. Auch hier ein massives Metalldesign. Ihr habt eine komplette Länge dieser Pedale, messen wir dies hier raus. Da sind wir hier im Bereich von insgesamt 260 mm gelandet. Ja, auch hier bei der Bremse absolut gleich. Und über dieses Langloch habt ihr einen Verstellbereich von um die 125 mm. Abstand eurer Langlöcher, auch das gucken wir uns noch an, hier rückseitig. Da sind wir hier gelandet bei, messen wir hier von außen nach innen bei um die 97 mm Lochmitte, so würde ich dies ungefähr beziffern. Nach diesem ausführlichen Überblick geht es weiter mit der Haptik. Die SimLab XP1 Pedale bestehen aus Metall- und eloxierten Aluminiumkomponenten sowie Aluminium-Gussbauteilen. Die Verarbeitung, Materialwahl und das Finish sind auf höchstem Niveau. Auch in Sachen Spaltmasse, Lagerung und Spielfreiheit gibt es absolut nichts zu kritisieren. Weiter geht es mit einem subjektiven Kapitel, die Optik. In Sachen Optik setzt sich SimLab mit einem sehr eigenständigen Design deutlich von vielen Mitbewerbern ab. Die Metallkomponenten wirken hochmassiv und edel zugleich. Alles wirkt irgendwie wie aus einem Guss und sehr kompakt. Die Farbgebung betont die sportliche Optik und stellt den Bezug zum blauen SimLab-Logo her. SimLab setzt sich rein optisch betrachtet weit weg von einem DIY-Look in Szene. Der optische Auftritt ist somit als polished mit einer eigenen Designsprache zu bewerten. Lasst mich in der Kommentarfunktion wissen, wie euch der optische Auftritt dieser Pedale gefällt. Machen wir weiter mit der Software, ein Kapitel, welches wir uns wieder live, am besten direkt am Rig angucken. Ihr ladet euch von der Homepage die Race Director Software runter und habt dann hier direkt Zugriff. Auf der linken Seite seht ihr die angeschlossene Peripherie. Wenn ihr auf dieses Einstellungssymbol klickt, dann könnt ihr eben anwählen, was ihr jetzt von SimLab am Start habt. In meinem Fall die XP1 Load-Cell Handbrake, die ist hier montiert, habe ich euch ein Review hochgeladen vor einigen Wochen. Und die XP1 Pedals, hier ebenso angeklickt. In Sachen linear oder nicht linear sprechen wir beispielsweise hier beim Gas darüber. Wenn du so ein Regen-Setup am Start haben willst, nimmst du so eine Kurve beispielsweise. Das bedeutet, wenn du jetzt das Gaspedal zu 50%
ungefähr drückst, hast du erst einen sehr geringen Output in-game. Das heißt, du kannst hier sanft aus einer Kurve bei einem Regenrennen rausbeschleunigen, hast genug Pedalweg zum Rausbeschleunigen zur Verfügung, aber noch einen geringen Output bzw. Input in-game von einem Gasausschlag. Das heißt, du hast in den ersten 50% ein sehr gutes Gefühl am Pedal und erst dann die letzten 50% Travel am Pedal ist dann bis hin zum Maximum für die Gerade zum Vollspeed. Du kannst dann deine Settings entsprechend abspeichern. Nehmen wir so ein Regen-Setup beispielsweise. Auch hier kannst du dann manuell noch Änderungen dieser Kurven oder Geraden eben vollziehen und kannst dann sagen, ja, ich speichere dieses Ding ab und sage hier Run Wet Setup Save Profile und die Sache ist erledigt. Zurück zum vorherigen Setup, das war das Run Setup, Load Profile und ihr seht, das originale Profil wurde wieder geladen. Ich denke, das ist selbsterklärend. Weiter geht's mit der Rennstrecke. Auch dieses Kapitel wie gewohnt live und direkt am Rig und ich schildere euch meine Eindrücke zu den Testrunden. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit Assetto Corsa Competizione hier auf Watkins Glen. Wir sind mit einem SimLab GT1 Pro Rig Triple Screen Setup mit einer La Prima Wheelbase, einem Cube Controls Mercedes AMG Wheel am Start. Ich bin jetzt mit den Pedalen im Out-of-Box-Setting unterwegs, genauso wie ihr diese Pedale geliefert bekommt. Was fällt dir auf den ersten Metern auf? Dass du ein sehr exaktes Paket hier am Start hast. Das haben wir im Kapitel Technik alles bereits besprochen. Du spürst diese hochmassive Bauweise. Du hast hier kein seitliches Spiel zu vernehmen. All dies gleitet entsprechend gut gelagert. Du merkst hier absolut keine Unregelmäßigkeiten, dass dein Pedalarm jetzt hier seitlich ein Spiel hätte und was auch immer. Was du ebenso gut merkst, ist dieser exakte, klare Druckpunkt hin zur Endlage. Das fühlt sich sehr gut an. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Trailbraking etwas spielen möchtest, auch darüber haben wir in meinem Kanal des Öfteren gesprochen. Ihr wisst, euren Bremspunkt etwas nach hinten zu verlagern, etwas später zu bremsen und den Kurveneingang bis hin zum Scheitelpunkt ebenso als Bremszone zu verwenden. Das spart dir entsprechende Zehntel auf der Rennstrecke. Wie hier, bis zum Scheitelpunkt gebremst, das Bremspedal bis hin zum Scheitelpunkt lösen und dann sofort wieder leicht ans Gas. Das heißt, du hast bei so einem System mit deinen beiden Füßen, ich erkläre dies immer wie eine Wippe, du betätigst immer ein Pedal, sei es die Bremse, runtergehen und gleich wieder aufs Gas. Du hast keine leeren Rollphasen an deinem Fahrzeug bzw. über deine Pedale. Sprich, du bist immer irgendwie aktiv mit deinen Füßen, mit deinen Beinen, um hier entsprechende Zehntel in Sachen Rundenzeit zu holen. Was gibt es noch auf der Rennstrecke zu berichten? Du hast ein sehr ergonomisches Design, klarerweise dieser getrennten Pedale. Du kannst diese, wenn du diese im 2-Pedal-Setup verwendest, um eine Kupplung entsprechend weit auseinandersetzen, um hier ergonomisch mit deinen Beinen, mit deinen Füßen unterwegs sein zu können. Ihr seht, ich habe so einen Abstand meiner Pedale immer dann gewählt, wenn ich im 2-Pedal-Setup unterwegs bin, dass diese in etwa in Hüftbreite hier am Rig montiert sind. Und das gibt dir ein ergonomisches Gefühl auch bei Langstrecken-Sessions. Ist klar, wenn du entsprechend der Verlängerung aus der Hüfte raus deine Beine parallel lässt und hier nicht zusammendrücken oder auseinanderstrecken musst. Die Ergonomie ergibt sich klarerweise dadurch, dass deine Beine entsprechend der Verlängerung gerade nach vorne in Sachen Langstreckentest am ergonomischsten sozusagen zu bedienen sind. Ich springe jetzt da noch mal kurz raus, stelle noch mal ein sehr kräftiges Setup ein und melde mich in Kürze wieder bei euch.
live gesehen, dieser Umbau dauert jetzt ungefähr eine Minute, um das Gas und die Bremse komplett anders einzustellen. Für euch jetzt wichtig, wenn ihr jetzt wieder auf die Strecke geht, unbedingt wieder kalibrieren. Race Director Software reinspringen, hier mit Alt-Tab am besten über die Tastatur durchschalten, Race Hub Software hinein und dann entsprechend das Gas nochmal neu zu kalibrieren. Calibrate Button drücken bis hin zur gewünschten Endlage, Finish Calibration, erledigt. Gleiches für eure Bremse. Entsprechend Calibrate Button. Jetzt nehmen wir diesmal wirklich kräftig, da sind wir bei um die 90 Kilogramm am Pedal. Finish Calibration und die Sache ist erledigt. Gucken wir, ob dies noch kräftiger ginge. Calibrate. Ich drücke jetzt mal mit voller Power hier hinein. Calibration. Und wenn ich jetzt hier drücke, merke ich, das hier sind jetzt schon 70, 80 Kilo am Pedal. Ich muss hier schon weit über 100 Kilogramm am Pedal aufbringen. Das ist mir für den Rennstreckentest jetzt zu anstrengend. Nochmal zurück. Calibrate. Kräftig. Finish Calibration. Jetzt sind wir mit einer sehr kräftigen, aber für mich erträglichen Bremse unterwegs. Die Todzonen sind nach wie vor gesetzt. Gehen wir zurück auf die Piste. Was ich jetzt sofort merke, ist eine komplett andere Charakteristik des Gaspedals. Und an dieser Stelle muss ich sagen, ich hatte noch nie die Möglichkeit, bei keinem meiner bisherigen Pedalsets ein Gaspedal so kräftig einzustellen. Mir waren diese Dinger manchmal eher zu leicht oder mittelmäßig zu leicht, so möchte ich dies sagen. Aber hier mit diesen SimLab-Pedalen, das ist ein so knackig hartes Gaspedal. Wenn du jetzt sagst, du bist der Grobmotoriker am Gas und möchtest hier richtig ein knackiges, kräftiges Gaspedal-Feedback am Start haben, dann wirst du mit diesen Pedalen deine helle Freude haben. Was habe ich gemacht? Ihr habt es gesehen, ich habe die kräftigere Feder verbaut und dann gleichzeitig die obere Buchse, sprich den geringen Hebelweg gewählt. Und somit hast du hier ein super kräftiges Gaspedal am Start. Was ich noch gemacht habe, ist die Vorspannung entsprechend stark einzustellen. Das heißt, um viel Kraft aus der Ausgangslage aufwenden zu müssen, um das Pedal zu bewegen. Gehen wir weiter zur Bremse. Auch da habt ihr gesehen, wir sind von dem Out of Box schon kräftigen Shore 60 Elastomer auf das 70er gegangen. Ich habe eine entsprechende Vorspannung draufgebracht. Die kräftigere Feder ist sowieso out of box verbaut. Dual Stage Design wie besprochen. Und ihr könnt hier erkennen, du benötigst, ich würde sagen, mittelmäßig viel Kraft, um die Feder zu überwinden und dann eben auf das Elastomer zu gehen. Fahren wir mal mit Highspeed auf eine Kurve zu, um dann entsprechend in die Bremse springen zu können. Ich gucke hier nochmal, das empfehle ich euch immer, guckt hier immer auf euren Bremsausschlag in-game, bevor ihr überhaupt losfährt, damit ihr ein Gefühl bekommt, wann bin ich denn überhaupt voll am Bremsanschlag gelandet oder wann eben nicht. Hier jetzt zu viel geguckt und hier gleich live einen Dreher fabriziert, aber um dies soll es jetzt heute nicht gehen. Jetzt nochmal mit Highspeed auf eine Gerade, um schön am Trailbraking zu feilen. Kommen wir mit Highspeed auf die Kurve zu, spät bremsen, leicht zum Scheitelpunkt lösen und sofort wieder ans Gas springen, heißt die Devise, um die Zehntel runterzudrücken in Sachen Rundenzeit. Gelingt mit einem sehr kräftigen Pedal, jetzt in meinem Fall wenig Weg, hohe Kräfte und wie wir dies besprochen haben, euer Muskelgedächtnis, das ist das bessere Gedächtnis in Sachen Kraft, als dies Ganze über einen langen Weg zu dosieren. Du wirst, wenn du dich an diese Technik gewöhnst, entsprechend Rundenzeit generieren. Das dauert, gebt euch hierbei Zeit, wenn ihr von Einsteigerpedalen kommt oder Pedalen der Mittelklasse oder eher weicher abgestimmten Pedalen. Gib dir Zeit, 1-2 Wochen, und du wirst merken, welchen Sprung du nach vorne mit ordentlichen
Pedalen an deinem Rig machen kannst. Für mich die Pedale ein am meisten unterbewertetes Feature, wenn es um die Anschaffung von Simracing-Peripherie geht. Diese Erfahrung kann ich jetzt mit euch teilen. Ich habe sehr viele Kunden bereits in meinem Testcenter gehabt, die mir bestätigten, ja, das habe ich unterschätzt, was so ein ordentliches Pedalset am Rig nochmal an Immersion, nochmal an Fahrgefühl, nochmal an Verbundenheit zwischen Fahrzeug und Strecke bringen kann. Ich drehe jetzt diese Runde noch fertig, hoffe euch die nötigsten Einblicke gegeben zu haben. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, dann klarerweise wie immer auch in der Kommentarfunktion und ich melde mich in Kürze wieder bei euch. Zurück vom Rig, Vorteile, neutrale Aspekte und die Nachteile sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Weiter geht's mit den Nachteilen. Die Pedale kommen ohne Pedalplatte zu euch ins Haus und auch im Webshop könnt ihr direkt bei den Pedalen keine solche hinzufügen. Insofern ihr ein Rig mit Querprofilen im Einsatz habt, müsst ihr euch um eine optionale Lösung in Sachen Fußablage kümmern. Zweiter Nachteil ist der fehlende Konsolensupport, da sich auch diese SimLab-Peripherie ausschließlich für den Einsatz am PC eignet und Konsolennutzer außen vor bleiben. Weiter geht's mit den neutralen Aspekten. Den Preis um rund um 500 € finde ich fair und beurteile ich somit neutral. Das Gebotene bringt ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an den Start, auch ohne die derzeit ausgerufene Preisreduzierung. Weiter geht's mit den Vorteilen. Eigenständiges Design, sehr einfacher Zugang zu den Verstellmöglichkeiten und ein hohes Maß an Flexibilität sind Pluspunkte, die mit dem SimLab XP1 Pedalset rein objektiv betrachtet ins Auge springen. Gleiches gilt für die Materialqualität, die Verarbeitung und die Spielfreiheit. Im Rennstreckeneinsatz ist das Feedback an der Bremse und am Gas gleichermaßen hochwertig und sehr transparent und konstant. Keine Geräuschemissionen sind bauartbedingt als weitere Pluspunkte zu verzeichnen. Die Bandbreite mit der 200 Kilogramm Loadcell an der Bremse ist selbst für extrem harte Bremsgewohnheiten nicht auszureizen. Das Gehäuse für die Kabelanschlüsse auszulagern finde ich persönlich gut, da dieses unter der Pedalplatte des Rigs und somit versteckt angebracht werden kann und somit zum sehr aufgeräumten Look der Pedale beiträgt. Kommen wir zu einem Fazit und der Kaufempfehlung. Der Einstieg in den hart umkämpften Markt der Pedalanbieter gelingt auf Anhieb und SimLab spricht Enthusiasten an, die gleichzeitig aufs Budget achten müssen. Mit dem Pedalset XP1 Loadcell im Preisbereich von rund um 500 € fürs Zweiweg-Pedalset setzt SimLab ein Ausrufezeichen in Sachen Eigenständigkeit, Nutzerfreundlichkeit und Rennstrecken-Performance. Sämtliche Anpassungen sind wirklich leicht zugänglich und bringen deutlich merkbare Charakteristikunterschiede an die Pedale. Ich empfehle euch unbedingt, diverse Settings, wie bereits erklärt, auszutesten. Der wuchtige und zugleich edle Auftritt vermittelt das, was auch so an deinen Füßen ankommt. Spielfreiheit, exakte Lagerung, hochmassive Pedalarme und ein gut gewählter Formfaktor sind weitere Aspekte, die SimLab bei der Entwicklung dieses Pedalsets bedacht hat. Beachtet beim Kauf unbedingt, dass ihr eine optionale Fußablage budgetieren müsst, wenn euer Rig eine solche nicht in der Grundausstattung mit sich bringt. Auf den Punkt gebracht kann ich an dieser Stelle eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Ihr kennt meine gewohnt objektive und hypebefreite Berichterstattung. An dieser Stelle muss ich aber SimLab wirklich gratulieren, ein äußerst hochwertiges Pedalset an den Start gebracht zu haben, welches in Sachen Preis-Leistung und einem eigenständigen Design gepaart mit einer äußerst hohen Rennstrecken-Performance preislich gesehen absolut am Boden bleibt. Insofern ihr euch davon selbst überzeugen wollt, dann könnt ihr über meine Homepage das Kontaktformular nutzen und diese Pedale sowie weitere Peripherie selbst testen.
Buchen und besuchen heißt die Devise, alle Infos findet ihr unter diesem Video. Vor dem spannenden Ausblick seid nun ihr am Zug, bitte loggt euch unbedingt ein und sagt mir, was ihr von den heute vorgestellten SimLab-Pedalen haltet. Das würde mich wirklich interessieren. Bitte nehmt euch Zeit dafür und nutzt dazu die Kommentarfunktion. Zum Schluss gewohnt der spannende Ausblick. SimLab hat soeben das brandneue P1X Pro Sim Racing Cockpit angekündigt und ich werde mich um ein Testmuster bemühen, welches ich euch wie gewohnt detailliert reviewen werde. Abseits von SimLab gibt es weitere spannende Projekte. Das brandneue Thrustmaster Ferrari GT3 Wheel Add-on sollte diese Woche noch bei mir eintreffen und weitere spannende Reviews sind bereits in Arbeit. In ein paar Tagen gibt es das nächste Highlight und wir treffen uns hoffentlich auf der SimRacing Expo. Demnächst lade ich ein Teaser-Video zur anstehenden Expo hoch und wir werden über das zu erwartende Line-Up sprechen und ich sage euch, wann und wo ihr mich in ein paar Tagen auf dem Messegelände treffen könnt. Ich freue mich, euch im echten Leben zu sehen. Stay tuned, stay safe, euer Ron.